when you get, the job and you see, oh my God, it's Pia Lindberg. You're like, oh, okay. Als Fotograf habe ich in den letzten 3 Jahren viel erlebt. Bei Galaxus hat es viele sportliche Herausforderungen gegeben, tiefgründige Reportagen. Und bei Digitec waren es eher spannende Tech-Persönlichkeiten, die wir kennenlernen durften. Klar sind die vielseitige Arbeit als Fotograf spannend, aber genau das ist ein Grund, wieso ich meine Fotografie und meinen Fotografiestil in den letzten Jahren nicht festigen konnte. Gleichzeitig sind als Fotograf aber auch immer Ängste rum. Ist mir noch gut genug? In sozialen Medien sieht man andere Fotografen. Führt es zur Ablenkung? Es macht sicher auch nicht einfacher, seinem eigenen Stil treu zu bleiben. Salut! Ich möchte authentische Geschichten erzählen, Menschen fotografieren, wie sie richtig sind und ihr wahres Gesicht zeigen. Für das Projekt wollte ich einmal in die Welt von legendären und skurrilen Fotografen eintauchen. Hier habe ich einen bestimmten Fotograf ausgewählt, der mich schon seit langer Zeit fasziniert. Am Peter Lindberg seine Fotos gehen unter die Haut. Sie sind praktisch immer schwarz-weiß und unretuschiert. Sie streben nicht nach Perfektion, sondern zeigen das echte Leben mit allen Kanten und Ecken. Für ihn besser zu verstehen, wie er gearbeitet hat, habe ich bei Menschen nachgefragt, die mit ihm gearbeitet haben. Alex Falba ist eine Top-Manikuristin aus Paris. Sie hat mit der Kate Moss und verschiedensten bekannten Fotografen zusammengearbeitet. He would literally never check anything on screen. The screen was there for clients, but he would never go back to see what's happening. It was shooting, coming across. It was Alexa Chung being shot that day. And he was just chatting with her. Literally having a conversation, making jokes, teasing her about how she looked or what was happening. And he was just distracting everything and distracting her because he liked having that space around him. He didn't want too many people moving around. And it was absolutely not something about being a diva. It was having a personal space with the model. He liked creating this intimacy, and so he needed space around them. So you could only have sneak peeks from a distance from what was going on. Schafft halt einfach aus den Menschen das Maximum rauszukitzeln. Er kann mit den Models zusammenarbeiten und baut so eine Verbindung auf, wie selten ein Fotograf das schafft. Wenn man hört, was Kate Winslet oder Helene Fischer sagt, wenn sie mit ihm geschafft haben, sagen sie alle, wow. Wenn sie die Bilder anschauen, sagen sie alle, wow, das bin wirklich ich. Klar, es gibt die ganzen Werbebilder, die wir alle gesehen haben, von der Helene Fischer, von den Konzertvideos. Wie sie halt Helene ist, sie ist voll Make-up zugepflastert, Haarstyling ist gemacht, ein schönes Kleid hat sie an, Stöckelschuhe. Aber beim Peter Lindberg vor der Kamera, wenn man schaut, in diesem Behind the Scene, ist sie als Mensch gewesen. Sie hat das Kleid an, sie war barfuß, sie hat ganz wenig Make-up drauf gehabt. Und der Peter hat ihr gesagt, du darfst dich einfach mal wirklich fühlen, wie du dich als Person fühlst. Und bist dir selber. Und wenn du Freude hast zu tanzen, dann tanz. Und genau das hat Helene gemacht und im Nachhinein waren sie beide so glücklich mit den Bildern. Wo es einfach auch Helene als Mensch gezeigt hat und nicht das, was Helene ist als Musikerin auf der Bühne. Im Moment bin ich als Fotograf der Ansicht, ich muss mich weiterentwickeln. Mein Fotografiestil hat nicht genug Charakter und ist nicht konstant. Das ist in meiner anderen Position sicher auch nicht einfach. Da kommen Aufträge rein von Produktreviews, Porträts, Reportagen oder Produktfotos selber. Wenn ich mich aber zurückerinnere an meine Grundmotivation zur Fotografie, kommt mir nur eins in den Sinn. Ich will mit Bildern Geschichten erzählen. Ja, ich bin nachher im Struggle. Ich glaube, das Ding funktioniert nicht so gut, wie ich es mit Peter Lindberg mache.